Nach ihrem erfolgreichen Aufenthalt in Köln freute sich Anna auf ihre nächste Geschäftsreise. Diesmal ging es in die südlichste Großstadt Deutschlands, nach München. München hatte den Ruf, ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit einer hohen Lebensqualität zu sein, und Anna war gespannt darauf, die bayerische Kultur kennenzulernen. Mit ihrer Tasche voller Unterlagen und Plänen stieg sie in den Zug und genoss die Fahrt durch die wunderschöne deutsche Landschaft. Als sie in München ankam, war sie sofort beeindruckt von der Architektur und der allgemeinen Atmosphäre der Stadt. Am ersten Abend entschied Anna, sich die Stadt etwas näher anzusehen. Sie spazierte durch die Altstadt, vorbei am Viktualienmarkt und natürlich zur Marienkirche, dem Wahrzeichen Münchens. Es war klar, dass die Stadt eine reiche Geschichte und eine lebendige Kultur hatte. In einem traditionellen bayerischen Lokal ließ sie den Abend mit einem herzhaften Abendessen und einem Glas Bier ausklingen. Am nächsten Tag war es Zeit für Geschäftliches. Anna hatte mehrere Termine mit potenziellen Kunden und Partnern. Ihr erstes Meeting war mit Herrn Weber, einem Experten im Bereich Finanzen. »Wie sehen Sie die wirtschaftliche Situation in München?« fragte Anna neugierig. »München ist ein Boomtown, vor allem in den Bereichen IT, Biotechnologie und natürlich Finanzen«, antwortete Herr Weber. »Es gibt hier eine Menge Chancen, aber auch viel Konkurrenz.« Die Geschäftstreffen verliefen besser als erwartet. Anna konnte einige vielversprechende Kontakte knüpfen und sah großes Potenzial für ihre Dienstleistungen in der Münchner Geschäftswelt. Sie fühlte, dass ihre Reisen durch Deutschland nicht nur ihr Geschäft, sondern auch sie selbst wachsen ließen. Bevor sie München verließ, beschloss sie, einen Abstecher zum Schloss Nymphenburg zu machen. Während sie durch die prächtigen Gärten schlenderte, reflektierte sie, wie jede Stadt, die sie besucht hatte, ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigenen Möglichkeiten bot. München war dabei keine Ausnahme. Während der Zugfahrt zurück nach Frankfurt ging Anna alle Meetings und Gespräche durch, die sie geführt hatte. Sie war mehr denn je motiviert, ihr Geschäft auszubauen und weitere Städte zu erkunden. Sie fragte sich, welche Abenteuer und Gelegenheiten sie als nächstes erwarten würden. Aber eines wusste sie sicher: Ihr Weg als Geschäftsfrau war ebenso aufregend wie die wunderbaren Städte, die sie besuchte. Und München war ein weiterer Meilenstein auf diesem faszinierenden Weg. Nachdem sie diese Zeit der Selbstreflexion im englischen Garten verbracht hatte, beschloss Anna, noch ein letztes Erlebnis in München zu genießen, bevor sie nach Frankfurt zurückkehrte. Sie hatte gehört, dass die Bayerische Staatsoper eine der besten der Welt ist und entschloss sich, eine Vorstellung zu besuchen. Die Aufführung war atemberaubend. Anna, die noch nie zuvor eine Oper besucht hatte, war tief bewegt von der Kraft der Musik und der Darbietungen. Es war ein perfekter Abschluss für ihre Reise und eine letzte Erinnerung daran, wie vielfältig und reichhaltig die deutsche Kultur ist. Am nächsten Morgen checkte sie aus ihrem Hotel aus und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Während sie im Flugzeug saß, dachte sie darüber nach, wie jede Stadt, die sie in Deutschland besucht hatte, ihren eigenen einzigartigen Charakter und Charme hatte. Obwohl sie als Contadora arbeitete und oft dachte, dass Zahlen und Fakten die Welt definieren, erinnerte sie diese Reise daran, dass es auch die Kultur, die Menschen und die Erlebnisse sind, die das Leben wirklich bereichern. Als sie in Frankfurt landete, fühlte sie sich wie eine veränderte Person. Sie war nicht nur erfolgreicher in ihrem Job, sondern hatte auch einen tieferen Einblick in das Land, das sie beruflich so oft besuchte. Anna konnte es kaum erwarten, ihre Erlebnisse mit ihren Kollegen und Freunden zu teilen, aber vor allem war sie gespannt darauf, wo ihre nächste Geschäftsreise sie hinführen würde. Ob es Berlin, Hamburg, München oder eine ganz andere deutsche Stadt sein würde, Anna wusste, dass sie bereit war, jede neue Herausforderung anzunehmen und das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen. Sie fühlte sich jetzt als Teil von etwas Größerem, als Teil der globalen Gemeinschaft, und das füllte sie mit Optimismus und Hoffnung für die Zukunft. Und so endete Annas Reise, aber es war klar, dass dies nur das erste Kapitel in einer langen Reihe von Abenteuern war, die noch vor ihr lagen. Sie war bereit, weiter zu reisen, zu lernen und zu wachsen, sowohl als Fachfrau in ihrer Branche als auch als Weltbürgerin, die die Schönheit und Komplexität der Welt um sie herum zu schätzen wusste.